Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute an der Furzbachelquelle und ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber die heißt tatsächlich so und wo ihr die findet, das werde ich euch in den nächsten Minuten zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und später beim Nachwandern. Startmöglichkeiten gibt es viele für diese knapp 10 Kilometer lange Runde. Ich habe die Robert-Koch-Straße in Stolberg gewählt. Zugegeben, es ist ein Wohngebiet, aber ich habe hier immer einen Parkplatz bekommen und es war nie der letzte. Also keine Angst um die Anwohner. Und so gehen wir die Straße zunächst knapp 300 Meter hinunter. Wie zu sehen, handelt es sich hier sogar um den sächsischen Jakobsweg. Freuen uns über unser Glück mit diesem wundervollen Tag und dürfen bereits den ersten Feldweg nach links einbiegen. Zunächst geht es immer, nein, nicht an der Wand entlang, sondern am Zaun, siehe die Ausschilderung Talsperre, bis wir rechts abbiegen müssen. Dazu möchte ich euch gerne auf die GPS-Daten verweisen, welche ihr downloaden könnt, wie immer mit Link in der Beschreibung unter dem Video. Muss man diese Bilder kommentieren? Ich denke nicht. Das ist Winter, wie man sich ihn wünscht. Wobei es hier oben tatsächlich zu jeder Jahreszeit schön ist. Zur Orientierung können uns bis auf weiteres diese Wasserbehälter dienen. Jedoch, wie fast immer, vergesst nicht, euch noch einmal umzudrehen. Der Blick geht in grob Richtung Hohenstein-Ernsthal, schönen Gruß an Karl May, und in das alte Kohlerevier Lugau-Oelsnitz. Selbiges haben wir gemeinsam mit Eva K. Kühn vom Hörkanal gemeinsam durchwandert. Weit müssen wir nicht laufen, ehe wir mit der sogenannten Lindner Linde den ersten Rastplatz erreichen. Wir sind jedoch erst einen reichlichen Kilometer unterwegs, also nichts mit Pause, sondern hinunter. Nunmehr, zumindest fürs Erste, die Ausschilderung Thalheim-Eisenweg nutzend, leicht abwärts für 500 Meter. Bis wir auf einen der Ausläufer der Talsperre Stolberg stoßen. Zur Rechten finden wir eine Art kleiner Vorsperre, welche als Feuchtbiotop gilt, zur Linken die eigentliche Talsperre. Wer genau hinschaut, kann von hier bereits die Staumauer erkennen. Die Stolberger Talsperre ist eine eher kleine bis mittelgroße Talsperre in Sachsen und zählt im Bundesmaßstab daher zu den unbedeutenderen Talsperren. Sie kann sich folglich nicht mit solchen Bauwerken wie beispielsweise der Bode-Talsperre vergleichen. Ihrer Schönheit tut es dennoch kein Abbruch, wie wir heute sehen werden. Deshalb genug geredet, denn wir dürfen wieder einmal eine Entscheidung treffen. Ich würde euch vorschlagen, links abzubiegen, diesmal mit dem Hinweisschild Naturlehrpfad. An der wenige Schritte folgenden nächsten Kreuzung solltet ihr euch erneut unbedingt links halten. So dürfen wir mehr oder weniger für einen reichlichen Kilometer die Ufernähe genießen und können in diesen Bildern schwelgen, wie ich hoffe. Letztendlich stoßen wir auf einen der Anfänge der Talsperre, nämlich den Einlauf des unteren Querenbachs. Daher trägt sie eigentlich den Namen Querenbach-Talsperre. So verlockend es wäre, hier ins Wasser zu springen, Fehlanzeige. Es handelt sich hier um eine Trinkwassertalsperre, also Baden tabu. Da haben wir ja zumindest zu dieser Jahreszeit noch einmal Glück gehabt. Also, weiter geht's, nunmehr dem breiten Fahrweg folgend. Wer es jedoch etwas kürzer mag, der hat knapp 100 Meter weiter die Chance, links abzukürzen, um an den Ausgangspunkt zurückzugehen. Diese Version hatten wir bei unserem Spaziergang vor einiger Zeit bereits getestet. Heute laufen wir jedoch weiter, um kurz darauf erneut Richtung Thalheim-Jahnsdorf bzw. diesmal Niederdorfer Grenztour zu gehen. Na klar, jetzt liegt eine kleine Steigung vor uns, aber so schlimm ist es auch nicht.
Wer möchte, der könnte übrigens nach links zum Reitercasino abschwenken. Und das nicht nur als oder mit Pferd. Wollen wir heute jedoch nicht, sondern weiter den himmlischen Wintertag auskosten. Apropos Kosten. Wer schon Hunger hat und von seiner Marschverpflegung naschen möchte, an der Kreuzung mit der Hauwaldstraße stoßen wir zur Rechten auf eine angenehme Schutzhütte und Rastmöglichkeit. Wer nach 4 zurückgelegten Kilometern noch keiner Rast bedarf, der mag der Hauwaldstraße weiter moderat nach oben folgen. Denn unser Ziel Furzbachelquelle ist, wie zu lesen, nur noch 1,6 Kilometer entfernt. Dass diesen herrlichen Winter auch Reiter und Skifahrer auskosten, dürfte ja nachvollziehbar sein. Lediglich das Pferd weigerte sich hartnäckig, mir zu antworten. Wer weiß warum. Doch verliebt euch bitte nicht zu sehr in diese traumhaften Winterbilder. Irgendwann taucht als einziges, warum auch immer, Schild auf Niederdorfer Grenztour. Dort heißt es aufgepasst. Wir müssen rechts hinein in diesen kleinen, eher unscheinbaren Pfad. Und was lacht uns nach 200 Meter zur Rechten an? Richtig, wir haben sie erreicht, die ominöse Furzbachelquelle. Also nichts wie hin zu diesen liebevoll angelegten Plätzchen. Na gut, für Picknick im Winter ist es dann hier doch bisschen kühl, also bewundern wir lediglich die Quelle mit ihrem mysteriösen Namen. Die lustigste Erklärung beim Austreten des Wassers würde es sich anhören, als wollte das Wasser, ja genau das. Aber ich finde, es klingt wie ganz normales Wasser überall. Bleibt Erklärung Nummer 2. Das Wasser hätte abführende Wirkung. Jedenfalls ist man seit den 30er Jahren dieser Meinung. Dass Untersuchungen in den 70ern diesen Nimbus des Wassers und seine angebliche Wirkung widerlegt haben, lassen wir jetzt außer Acht. Glaube soll ja bekanntlich Berge versetzen. Somit gehen wir hoffentlich ohne abführende Wirkung zu spüren die wenigen Schritte hinunter zur schönen Schutzhütte. Zum einen fand ich selbige ausgesprochen einladend, zum anderen haben wir uns jetzt sicher einen kleinen Imbiss verdient. Der Bauch ist voll, prima. Reichlich 4 Kilometer liegen noch vor uns. Friedlich und abgeklärt folgen wir wieder einmal der Richtung Thalheim. Ein höchst interessantes Schild verlockt unterwegs. Erzgebirgs Nordrandstufe Katzenberg-Katzenstein. Habt ihr diese Runde schon einmal ausprobiert? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Gleichzeitig befinden wir uns hier auf dem Eisenweg. Selbiger verfügt ebenfalls über eine ausgesprochen interessante Geschichte. In Kurzform: Früher war der Eisenweg eine wichtige Handelsstraße. Überlieferungen besagen, dass darauf Eisenerze und Eisenprodukte beginnend zu Zeiten des großen Berggeschreis transportiert wurden. Heute ist der Eisenweg ein beliebter Höhenwanderweg. Er verbindet unter anderem Gablenz, Würschnitz und das Zwönitztal. Erneut losgelaufen stoßen wir bereits auf das nächste geschichtliche Relikt, das Schwarze Kreuz. Bei diesem Schwarzen Kreuz handelt es sich um ein historisches hölzernes Sühnekreuz, das an einem im Mittelalter ermordeten Abt, welcher unterwegs war, von Grünhain, erinnert. Erneut landen wir an einer richtungsweisenden Kreuzung. Heute folgen wir natürlich weiterhin der Richtung Talsperre-Stolberg. Wer jedoch Lust auf Experimente hat, für den ist vorstellbar, Richtung Thalheim zu gehen und diese Wanderung beispielsweise zu kombinieren mit unserer Tour des weiten Ausblicks rund um Dorf Chemnitz. Für Freunde des Fernwanderns taucht ein weiteres interessantes Schild auf: Jansdorf, Kadan in Tschechien. Wer Zeit, Kraft und Kondition hat, kann sich also austoben nach Herzenslust. Doch genug sinniert. Wir wollen heute wieder an unser Ziel in Stolberg. Keine 200 Meter später heißt es erneut Acht geben. Wir verlassen nämlich jetzt den breiten Waldweg und werden mit diesem himmlisch schmalen Pfad belohnt und verwöhnt.
konsequent weiter in Richtung Stolberg und Talsperre. Unterwegs kreuzen wir die Hauwaldstraße und hätten ein weiteres Mal die Möglichkeit zu variieren, diesmal nach Brünn-Los. Der angenehme Meinersdorfer Weg führt jedoch weiterhin nach unten und da ist zumindest für heute zunächst richtig. Trotzdem müssen wir Acht geben. An dieser Kreuzung, siehe am besten die bereits angesprochenen GPS-Daten, biegen wir rechts ohne Schild ab. Und was lacht uns nach ca. 300 Metern an? Ihr habt es sicher auch längst erkannt. Wir sind erneut am Einfluss des unteren Quernbachs in die Talsperre angekommen. 100 Meter gehen wir zwar jetzt zum zweiten Mal den gleichen Weg, aber ich denke, ihr überlebt es auch. Die Belohnung oder Krönung wartet nämlich. Wie vorhin angesprochen, biegen wir diesmal links in den kleinen schmalen Pfad ein und folgen für den nächsten halben Kilometer nochmalig dem Ufer der Talsperre. Die Bilder sprechen für sich. Jeder Spaß hat einmal ein Ende. Wir landen erneut auf einem breiten Fahrweg, stoßen auf eine interessante Tafel zum Thema Jakobsweg und dürfen immerhin noch einmal die Staumauer, welche hier eher ein Damm ist, und deren Umgebung genießen. Wer möchte, kann sich hier über Talsperren, auch ganz speziell über die Stolberger informieren. Ich bin mir sicher, ich muss euch das jetzt nicht alles einzeln vorlesen. Und jetzt genießen wir die letzten traumhaften Bilder, denn, wie sollte es anders sein, der obligatorische Pferdefuß wartet. Erneut in Form von Asphalt der Zufahrtsstraße für die zur Talsperre gehörigen Betriebsgebäude. Aber 800 Meter sind zum Glück nicht lang, ehe wir auf den Stadtrand von Stolberg stoßen, sprich die Robert-Koch-Straße. Weitere spannende Möglichkeiten werden uns auch hier angezeigt, aber für heute soll es genügen. Infolgedessen biegen wir links ein. Die noch vor uns liegenden 300 Meter bis zu unserem Parkplatz sind nun wirklich ein Klacks. Somit landen wir verwöhnt und vom Winter verzaubert an unserem Auto an.